Hallo und herzlich willkommen auf dem Stoffmieze YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr ein Schnittmuster für einen Strampler abnehmt. Weitere Videos zum Anschauen und Nachmachen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ihr benötigt hierfür Schnittmusterpapier, hier könnt ihr aber auch Butterbrotpapier oder auch Architektenpapier verwenden. Dann ein Bleistift zum Nachzeichnen der Konturen, Stecknadeln zum Fixieren, dann ein Filzstift zum Nachzeichnen, genau, eine Papierschere zum Ausschneiden des Schnittmusters, hier bitte nicht eure Stoffschere verwenden, sonst wird die stumpf, und eine Stramplervorlage. Hier am besten einen Strampler nehmen, der halt ganz gut passt. Genau, und zum Schluss das Quiltlineal zum Einzeichnen der Nahtzugaben. Zunächst einmal pausen wir die Rückseite des Stramplers ab. Hierzu legen wir diesen in der Mitte zusammen und fixieren das Ganze mit Stecknadeln auf dem Schnittmusterpapier. Ich zeichne dann mit dem Bleistift entlang der Konturen des Stramplers. Hierbei lasse ich Bündchen und Träger erstmal weg. Am Bündchen angekommen, ziehe ich dieses etwas auseinander und markiere mir, wo das Bündchen anfängt, auf der einen und auf der anderen Seite. Am Trägeranfang habe ich mir auch eine Markierung auf beiden Seiten gesetzt. Danach können wir die Stecknadeln entfernen. Nach dem Aufzeichnen könnt ihr den Strampler erstmal weglegen und wir nehmen uns jetzt erstmal das Quiltlineal und oben, wo der Träger anfängt, verbinden wir die beiden Punkte, die wir gesetzt haben. Genauso unten am Bein. Wenn ihr das dann soweit habt, dann nehmt ihr euren Filzstift und zeichnet einfach die Bleistiftlinien nach, sodass man es halt etwas besser sieht. Dann nehme ich mein Quiltlineal und zeichne mir die Nahtzugaben ein. Das ist hier aber kein Muss, also das könnt ihr dann auch später machen, wenn ihr den Stoff zuschneidet. Ich finde es halt einfach bequemer, wenn man es dann schon gleich drin hat. Genau, und hierzu messe ich mir oder mache mir einzelne Punkte, messe mir jeweils immer 1 cm ab und verbinde diese dann händisch miteinander. So sollte dann das Ganze in etwa aussehen. Hier vorne, der Teil wird ja dann in den Stoffbruch gelegt, den muss ich noch etwas begradigen. Also der sollte halt gerade sein. Genau, und ansonsten habe ich überall, wo genäht wird, eine Nahtzugabe von 1 cm eingefügt. Ich verbinde jetzt noch die restlichen Punkte und dann ist mein Rückenteil auch schon fertig. Ihr solltet euch auch immer noch mit draufschreiben, was ihr da gerade abgepaust habt. Also in diesem Fall das Rückenteil und die Größe wäre auch nicht schlecht. Dann kann das Ganze ausgeschnitten werden und genau, mit dem Vorderteil verfahren wir eigentlich genauso. Dann sind auch schon die Träger dran. Diese legen wir auch erstmal übereinander, sodass sie schön bündig liegen und fixieren das Ganze erstmal mit Stecknadeln. Dann nehmen wir uns erstmal wieder den Bleistift und zeichnen die Konturen des Trägers nach.
Anschließend zeichne ich die Linien wieder mit einem dickeren Stift nach und zeichne auch meine Nahtzugabe von 1 cm ein. Und zwar mache ich das in diesem Fall ringsherum, weil an allen Stellen genäht wird. So sollte dann das Ganze aussehen. Jetzt messen wir uns erstmal das Bündchen aus. Dieses hat hier eine Länge von 4 cm. Da wir das doppelt umschlagen, müssen wir mit 8 cm rechnen plus 2 cm Nahtzugabe. Also das würde dann eine Höhe von 10 cm machen. Wenn wir die Höhe haben, brauchen wir auch noch die Breite des Bündchens. Das messe ich mir auch schnell mit dem Quiltlineal aus. Und zwar ergibt das hier 6 cm plus 1 cm Nahtzugabe würde dann 7 cm ausmachen. Also müssen wir jetzt ein Rechteck zuschneiden, was in der Höhe 10 cm hat und in der Breite dann 6 cm. Auch hier zeichne ich noch schnell mit einem dickeren Stift nach und dann ist das Bündchen auch schon fertig. Dann pausen wir noch schnell das Vorderteil ab. Hierzu legen wir den Strampler auch wieder mittig zusammen, schauen, dass alles schön bündig ist und fixieren das Ganze mit Stecknadeln auf dem Schnittmusterpapier und zeichnen die Konturen mit dem Bleistift nach. Am Bündchen ziehe ich das Ganze wieder etwas auseinander und setze mir an beiden Seiten wieder einen Markierungspunkt. Wenn wir das dann haben, können Stecknadeln und der Strampler entfernt werden und dann nehmen wir erstmal das Quiltlineal und verbinden die beiden Punkte am Hosenbein. Die Seite, die dann später an den Stoffbruch gelegt werden soll, begradigen wir dann auch erstmal mit dem Quiltlineal. So, ich nehme mir hier erstmal jetzt wieder meinen Filzstift und zeichne mir die Linien nach. Mit dem Quiltlineal zeichne ich mir dann anschließend meine Nahtzugabe von 1 cm ein, und zwar an allen Stellen, wo genäht wird. So sollte das dann aussehen, wenn es fertig ist, mit einer Nahtzugabe hier von 1 cm. Ihr solltet noch raufschreiben, was ihr abgepaust habt, also in dem Fall das Vorderteil und die Größe. Wenn ihr dann fertig seid, dann solltet ihr ein Vorderteil vorliegen haben, ein Rückenteil, ein Träger und eine Vorlage für das Bündchen. Wie man das Ganze dann näht, das werde ich euch im nächsten Video zeigen. Dann hoffe ich, mein Video hat euch gefallen. Falls ja, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert doch einfach kostenlos meinen Kanal. Ja, falls es Fragen oder Anregungen gibt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video, eure Stoff Mieze.